Bücher sind etwas Selbstverständliches für mich. Ich könnte nie ohne Bücher leben. Mein Name ist Weihe, Helga Weihe. Ich bin hier im Haus geboren, 1922, bin also 94. Ja, bitte schön. Ich stehe noch von morgens bis abends hier im Geschäft, von Montag bis Sonnabend. Tschüss. Mit einer Pause zwischen 1 und 3. Mein Vater und mein Großvater haben dieses Geschäft schon gehabt. Mein Großvater hat es nach dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1871 hier gekauft und seit 1944 stehe ich hier hinterm Ladentisch. Ganze Generationen habe ich hier schon erlebt. Den Apparat habe ich übrigens, diesen nicht, seit 25 Jahren ist das erst der zweite. Den ersten habe ich damals vom Börsenverein des Buchhandels geschenkt bekommen. Ich gucke in jedes Buch rein und ich muss wissen, was ich verkaufe und für welchen Kunden das sein könnte. Jeder muss hier seinen eigenen Stil haben, sonst kommt er nicht weit. Mein Vater ist schon als junger Mann durch Italien gewandert. Meine Mutter hatte immer Sehnsucht, nach draußen zu kommen. Und dann hatten wir ja unseren Besuch jedes Jahr von dem Onkel, der aus Amerika kam. Und wenn man das als kleines Kind schon erlebt, und der kam aus New York, das war schon, allein der Name New York war schon aufregend. Das war natürlich das große Ziel, dass man dann das alles sehen und erleben wollte. Und das war dann 1933 zu Ende. Für mich hat das Leben eigentlich erst nach dem Krieg richtig angefangen, als ich das erste Mal in die Welt rauskam. Da habe ich vor allen Dingen etwas erlebt, was Freiheit ist. Dann bin ich auf abenteuerliche Weise das erste Mal über Westberlin dann nach Rom gekommen. Wie alt war ich denn damals? 30 oder so ungefähr. Ich stand also auf dem Forum auf der Stelle, wo Cäsar stand. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Natürlich wäre ich gern geblieben. Ich musste auch an meine Eltern denken, nicht? Also ich konnte nicht einfach hier alles hinschmeißen und so. Nicht? Da hat man also eine Verpflichtung. Als die Russen kamen, da wussten wir also, das wird dasselbe Leben, was wir in Braun erlebt haben, in Rot. Mir konnte keiner vorschreiben, was ich zu denken hatte. Nee. Dieses Erlebnis der Freiheit ist für mich immer so ein Grund gewesen, woraus ich gelebt habe, dass ich das erlebt habe. Ich lese Goethes Prosa so gerne. Der berühmte Satz von ihm, man sieht nur, was man weiß. Und das stimmt auch. Everybody's got his own way how to handle all the trouble life will put you through. Everybody's got a secret how to stand it when you're weak, and my secret is you. Eine besondere Liebe habe ich zu Matthias Claudius. Ist das der Lessing? Ja, und das sind die Lebenserinnerungen von Herrn Hoffmann-Struffelpeter. Das ist die Makulaturalia. Das ist so, dass um Mitternacht plötzlich die Bücher lebendig werden und sich unterhalten. Also das ist der Fontane. Eine sehr gute Ausgabe. Fontane kann ganz einfach schreiben. Und einfach ist das Schwierigste. Der ist ganz wunderbar. Ich kann
habe ich noch viele Bücher von meinem Onkel bekommen. Schwiegermutter, hier dieses Post. Aber da ich Bücher mag, aber sie nicht abstauben will oder sonst was und sie nicht verdrecken soll, darum liegt das da alles da drüber. Everybody's got a secret. Man muss mit sich selber im Reinen sein. Und ich bin wohl mein Leben lang neugierig. Nicht? Das kommt auch meistens aus Büchern oder von interessanten Menschen. Bücher und die Menschen, das gehört zusammen. Eins alleine würde nicht gehen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Say la 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 la. La 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 la. La 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 la.